Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Samsung Galaxy Watch 7. Wobei heute geht es nicht explizit um die Watch 7, sondern es geht um mein Portfolio an Samsung Galaxy Smartwatches. Das ist die Watch 4, das ist die Watch 5 Pro und das ist die Watch 6 Classic und natürlich die Watch 7, die habt ihr ja gerade schon gesehen. Wir gucken uns heute alle 4 Uhren nicht im Detail an, sondern ich werde ein kleines Plädoyer für jede Uhr halten und werde euch am Ende auch noch verraten, welche Uhr ich kaufen würde. Viel Spaß mit dem Video. Ja, zunächst mal müssen wir noch mal kurz darauf achten, dass wir unterschiedliche Softwareversionen haben. Es ist jetzt Anfang August 2024. Die Samsung Galaxy Watch 7 hat aktuell One UI 6, also Wear OS 5, während die anderen 3 Uhren alle One UI 5 haben, sprich Wear OS 4. Also da gibt es gerade noch einen kleinen softwaretechnischen Unterschied, macht aus meiner Sicht aber nichts, denn ich denke, dass die Uhren zumindest in weiten Teilen, vielleicht nicht die Watch 4, aber die Watch 5 Pro und auch die Watch 6 Classic werden vermutlich auch die neue Wear OS Version bekommen. So ist zumindest meine These. Insofern wird dieses Thema Software vielleicht in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Ganz davon ab, dass so viele Vorteile die neue Version auch nicht bringt. So, wir legen los mit der Watch 4, also sprich der ältesten Uhr in diesem Portfolio. Und da muss man sagen, das Alter spielt in dem Fall keine Rolle. Ich habe sie seitdem ich sie gekauft habe wirklich regelmäßig im Einsatz, gerade für Sport oder wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, nutze ich sie. Sie hat auch ein bisschen gelitten. Am Ende muss man sagen, von der Optik her immer noch eine sehr, sehr schöne Uhr, sehr fein, sehr dünn. Mir gefällt persönlich auch, dass es noch eine Klassik gibt, also ihr könnt theoretisch auch eine Lünette dazu bekommen. Die Uhr ist von der Performance her auch eigentlich nicht unbedingt schlechter als die anderen. Es laggt ein bisschen mehr als bei den anderen, aber es passt ansonsten. Das Gesamtpaket mit Sensorik und so weiter und so fort ist auch nicht groß unterschiedlich. Ich würde sagen, neu könnt ihr sie, glaube ich, sowieso nicht mehr kaufen, aber wenn ihr die gebraucht günstig schießen könnt, ist das definitiv der Preis-Leistungssieger. Es ist eine sehr gute Uhr, ihr habt den Play Store mit an Bord, ihr bekommt alle Apps, die auch die anderen Uhren haben oder zumindest die meisten. Insofern passt das Ding für diejenigen, die wirklich wenig Geld ausgeben wollen, aber trotzdem eine vollwertige Smartwatch mit Wear OS und dem Play Store haben wollen. Wenn ihr das Ding gebraucht günstig schießen könnt und ein bisschen auf den Preis achten wollt, ist das eure Wahl. Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro immer noch erhältlich bei Samsung, das ist ganz wichtig zu wissen und es hat seinen Grund, denn ihr bekommt in aktuell keiner Uhr einen größeren Akku, außer die Ultra, die deckt halt natürlich einen anderen Bereich ab, aber in keiner anderen regulären Samsung Galaxy Watch einen größeren Akku mit mehr Laufzeit als die Watch 5 Pro. Hinzu kommt, ihr könnt GPX-Tracks nutzen, um euch navigieren zu lassen, auch das kann keine andere Uhr aktuell im Samsung-Portfolio, also wirklich 2 USPs, die, wenn sie für euch wichtig sind, diese Uhr sicherlich zu der eurer Entscheidung machen werden. Sie ist noch neu erhältlich, kostet knapp über 200 Euro, richtig, richtig guter Preis. Wer also Wert auf Akku legt und eine absolute Top-Verarbeitung, die Uhr besteht aus Titan im Gegensatz zu den anderen Uhren, der ist hier definitiv richtig. Von der Geschwindigkeit her muss man sagen, ist sie die Uhr, wo ich fast schon sagen würde, sie ist mit am langsamsten. Ich weiß gar nicht ganz genau, woran das liegt, aber sie funktioniert natürlich trotzdem und hat auch alle Funktionen oder wesentliche Funktionen, die mindestens mal die Watch 4 hat und in wesentlichen Teilen auch das, was die Watch 6 Classic hat. Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic, also sprich die Version aus dem Jahr 2023, ist immer noch erhältlich und das hat seinen Grund, denn es ist die aktuell einzige Uhr mit physischer Lünette, sprich ein Feature, welches viele von euch sicher wünschen. Ich persönlich bin auch ganz großer Fan der physischen Lünette, finde das super sinnvoll. Dazu gesellt sich eine Uhr, die optisch sehr ansprechend ist, die aus meiner Sicht von der Performance her immer noch völlig up-to-date ist. Die wird auf jeden Fall auf das neue Wear OS 5 aktualisiert werden. Sensoren und so weiter stehen der Watch 7 im Wesentlichen nicht nach. Der Bioactive-Sensor ist nicht der neueste, aber zumindest der aus dem letzten Jahr funktioniert aus meiner Sicht hervorragend. Verarbeitung ist top und auch der Preis, dadurch, dass es jetzt nicht mehr die neueste Version ist, ist absolut fair. Die bekommt ihr für einen wirklich richtig guten Kurs mittlerweile und da kann ich persönlich nur sagen, guckt euch das Ding mal an, gerade wenn ihr eine physische Lünette möchtet oder wenn euch die Optik halt insbesondere gefällt. Beim Akku ist sie natürlich hinter der Watch 5 Pro, aber ungefähr auf einem Niveau mit der Watch 7, vielleicht leicht drunter, aber das sind wirklich nur Nuancen, über die wir hier im Vergleich dann sprechen.
Die Samsung Galaxy Watch 7, die neueste Generation der Samsung Galaxy Uhren, und da muss man sagen, kommt mit einigen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Unter anderem ist der neueste Bioactive Sensor verbaut, der noch genauere Messungen durchführen soll, der euch noch genauer in eurem gesundheitlichen Tracking begleiten soll. Hinzu kommt, dass ein neuer Prozessor drin ist. Ihr habt den größten Speicher, den ihr belegen könnt unter all diesen Uhren. Ihr habt Wear OS 5, also die neueste Softwareversion ist damit an Bord. Von der Geschwindigkeit ist es definitiv die beste dieser Uhren, das muss man ganz klar sagen. Auch von der Optik gefällt sie mir gut. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, die USPs gegenüber der Watch 6 oder der Watch 6 Classic halten sich in Grenzen, und dafür müsst ihr halt den Preis bezahlen, in Anführungsstrichen, denn es ist nun mal die neueste Generation, sprich es sind die höchsten Preise, und da müsst ihr euch einfach überlegen, ob euch diese zusätzlichen Features, die ja in der Gesamtheit eigentlich nicht wesentlich mehr sind als bei der Watch 6, ob euch das einfach das Geld wert ist. Welche Uhr würde ich jetzt kaufen und welche Uhr hat aus meiner Sicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der 4, die wir gerade gesehen haben? Und ich glaube, es überrascht nicht, wer die Videos im letzten Jahr gesehen hat, weiß, ich bin extrem großer Fan von der Watch 6 Classic. Aus meiner Sicht das rundeste Paket für einen absolut hervorragenden Preis. Gerade wenn ihr die Lünette mögt, ist das definitiv auch die einzige Option, das sowieso. Aber es ist auch die beste Option aus meiner Sicht. Die Watch 7 ist zwar nochmal einen Tacken besser, hat aber keine physische Lünette und kostet aktuell einfach zu viel für das, was sie an Mehrwert bringt. Wear OS 5 wird, wie ich schon mehrfach erwähnte, auch auf die Watch 6 kommen, da bin ich sehr, sehr sicher. Was ist eure Wahl? Welche Uhr würdet ihr euch von den 4 aussuchen, wenn Geld keine Rolle spielt? Ich kann euch nur sagen, wenn ihr auf den Akku achtet, dann guckt euch durchaus auch die Watch 5 Pro nochmal an, weil das ist halt der USP, der definitiv für die Watch 5 Pro zählt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Uhr ihr euch kaufen würdet oder vielleicht auch gekauft habt oder welche ihr empfehlen würdet. Das würde mich definitiv interessieren. Ansonsten soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.